Hallo Leute, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und mit seinem Hühnerhof und ich bin jetzt wieder bei meinen Hühnerställen. Ich habe hier einen Hof hier mit zwei Hühnerställen. Seht ihr das jetzt? Ja, ne? Und okay, 3 Felder hier und das 4. Feld hinten habe ich auch. Ich habe halt 2 Hühnerstellen und ich habe ein Silo. Und ich hatte jetzt die letzten Tage ein Praktikum gemacht auf dem Kartoffelhof und dadurch habe ich dort einiges gelernt und das versuche ich jetzt hier mal einzubringen. Ich muss mich aber erstmal wieder orientieren. Also da ist die Maschine zum Säen. Was habe ich davon Geld? Da ist die Ballenpresse. Da habe ich den Gruppe, den schmalen, das ist der Kalksteuer und das ist der Dünger. Okay, hier sind also die Hühnerstellen. Wie geht's meinen Hühnern? Hallo Leute, ich war mal meine Hühner. Sehr gut. Also ohne Hühner ist doch die Welt irgendwie ein bisschen ärmer. Okay, dann haben wir jetzt hier was drauf. Was habe ich angepflanzt? Weizen, 100% Dünger, okay. Ich will den weiter ernten. Die anderen Felder da oben, weiß nicht, was habe ich da noch? Was habe ich dort? Dort habe ich auch Weizen, auch 100%. Da drüben habe ich was. Also dreimal Weizen oder wie? Hier auch Weizen 100%. Das heißt, der Weizen muss geerntet werden. Und ja, 3 Felder sind zu ernten. Also machen wir mal was. Werde ich jetzt erstmal hier draufsteigen, auf das Fahrzeug, auf den Drescher. Und dann lasse ich erstmal ein Feld abernten. So. Einmal einsteigen bitte. So. Und jetzt haben wir erstmal das erste Feld. Und ich müsste aber nochmal die Überschau machen. Das ist mein Land. Das ist mein Land also. Wie sehen die Besitzverhältnisse aus? Gut. Also das 19 habe ich auch gekauft. Und das ist ein reines Grasfeld. Und jetzt hier habe ich jetzt also 3-mal Weizen. Und der muss unbedingt, der ist tiefendung und der ist tiefgrün. Der ist noch gar nicht erntereif. Der ist noch gar nicht erntereif. Der ist noch gar nicht erntereif. Okay, aber wenn der erntereif wird, dann muss ich ihn abernten. Vom Wachstum. Und zwar wenn der gut, soweit so gut, habe ich also ein bisschen Luft noch. Also wie geht's weiter? Dann wollte ich mir nochmal den Job anschauen. Also meine Bilanzen sehen also so aus, dass ich 35.000 Kredit habe. Wenig, erstaunlicherweise. Ich hatte jetzt in Erinnerung, dass ich das ein bisschen höher wäre. Was ist da schiefgelaufen bisher? Also, da kann ich mir ja mal was leihen. Also gehen wir mal in den Shop rein und schauen wir mal die Garage. Das sind meine eigenen Fahrzeuge. Ja, mir fällt auf, dass ich den Kuhn gar nicht besitze. Und den zweiten auch nicht. Den zweiten Auflieger.
Das heißt, wir werden das jetzt mal müssen erstmal was einkaufen. Was haben wir hier? Was habe ich gemietet momentan? Gemietete Fahrzeuge. Das heißt, den hier, der Spirit, den habe ich gemietet. Den habe ich auch gemietet. Die muss ich jetzt mal kaufen hier. Die 4. Wer kostet am meisten Leasinggebühr? Was zahle ich überhaupt? Was habe ich jetzt gestern bezahlt an Leasinggebühren? Für die Maschinenkosten gestern 3.400 für Fahrzeuge. Da habe ich dann trotzdem noch 29.000 Profit gemacht. Was habe ich gestern verkaufte Tiere? Was habe ich gestern hier umgesetzt? Ballen 27.000 gestern und Ernte 6.000 für die Tiere, für Hühner. Okay. Also das heißt, ich mache einen Großteil meines Geldes jetzt mit Ballen und ja, gut. Dann müssen wir nochmal zurück. Ich muss ja vielleicht ein bisschen neu aufstellen jetzt hier, ein bisschen justieren. Also vielleicht nochmal kaufen irgendwas. Ich fange nochmal in den Shop rein. Das möchte ich jetzt hier. Den muss ich kaufen, der kostet viel Geld. Und dann gebe ich den erstmal zurück, damit ich keine Pacht mehr bezahlen muss. Den Kuhn zurückgeben, ja. Und die Kuhn gebe ich halt zurück. Und den auch. Der Steuer, den gebe ich auch zurück. Diese Maschine, die kann also kurbeln und sehen, gebe ich auch zurück, ja. Okay, jetzt gehen wir in Kauf. Jetzt gehen wir hier zurück hier. Jetzt habe ich nur die dürfen nicht mehr so viel Geld kosten. Also, jetzt brauche ich erstmal Kredite. Was kostet mich das? 200.000 ungefähr. Weiß ich nicht genau. Erstmal Kredite wieder zurück. Muss man da hin. Dann muss ich hier. Und ja. Jetzt müssen wir erstmal Kredit holen. Geld rein. $200.000, reicht das? Dann habe ich 168 auf dem Konto. Schauen wir mal. Und dann möchte ich jetzt was kaufen. Nochmal einen Job. Ich möchte die Sämaschine kaufen. Wo ist die Sämaschine? Da haben wir die Sämaschine bei den Hängen. Da genau. Da kann ich halt 2 Stück, die kostet also 13.000 und die kostet 30.000 und die kann aber gleichzeitig den kaufen wir, ja. Details. Also können wir hier irgendwas erweitern? Nee. Okay, kaufen wir die. Ja. Und dann weiter. Zurück. Jetzt haben wir also diese gekauft. Und dann brauche ich jetzt noch den Kuhn, die Ballentechnik. Warte. Kuhn-Ballentechnik. Da haben wir Ballentechnik. Das war der jetzt hier. Der kostet 76.000. Den kaufen wir auch. Konfigurieren. Okay, kaufen. Ja. Und dann möchte ich auch noch einen Traktor kaufen. Aber und dafür noch Geld.
muss ich mal zurückgehen. 60.000, ja. Dann kaufen wir noch einen Traktor. Dann kaufen wir noch einen kleinen Traktor und dann vielleicht noch einen großen. Also, ich möchte nochmal zurückgehen und dann da hier auf die Traktoren und dann kaufe ich einen kleinen Fiat. Okay. Kaufen. Ja. Ich muss irgendwas ändern an der Farbe. Ich möchte gerne eine andere Farbe haben. Mal rotieren. Das ist also in Ordnung. Okay. Der kostet bei der Mietung kostet schon 3.000. Den kaufen wir jetzt als Behelfung, aber weiterhelfen. Und Zwillingsreifen, Fliegereifen. Also ich möchte eigentlich die Standardreifen haben. Oder die Standardreifen mache ich drauf, okay. Kaufen. Ja. Okay, steht also beim Händler zurück. Jetzt haben wir also 3 Sachen gekauft, einen kleinen Traktor, einen zweiten und den baue ich also für das. Und dann baue ich vielleicht noch einen zweiten Traktor für meine Sämaschine. Habe ich hier so viel Geld noch? Moment, baue ich noch für den. Dann möchte ich noch den weiter kaufen da hinten. Machen wir den. Das ist der weiter. Der kostet also, der hat 145 PS. Kann ich mir momentan nicht leisten, aber doch kann ich mir leisten. Also, der hat also auch die Hauptfarbe blau. Und da möchte ich eine andere Motorausführung haben, die Stärke. Damit 165 PS genau. Die möchte ich haben. Und Wanderaufbau brauche ich nicht, habe ich an dem anderen Gerät. Und der Reifenvariante brauche ich Radgewichte, Zwillingsbereifung, Wegebereifung, Standard. Nehmen wir mal Standard, dass man das mal. Bis jetzt sind 131.000. Okay. Kaufen haben wir nicht. Brauchen wir also 130.000. Nochmal beim Konto. Gehen wir mal zurück hier. Gehen wir nochmal hier. Das Konto. Und 300.000. Da brauche ich jetzt also nochmal ein bisschen Kredit. Unter 30.000 so. Da bis 140, okay. Da bis 350, 340 miese. Und okay. Das wieder zurück hier. Hier den Job. Und dann kommen wir zu den Sektoren. Das wird aber nicht. Wo ist denn jetzt der Weiter? Ich möchte jetzt hier den Weiter holen. Wieso kriege ich den jetzt hier nicht? Da ist mal die weitere Leiter. Okay, die wollten wir jetzt hier 550 PS aufrüsten. Das ist die Variante. Und was ist dann das nächste? Okay, das war die. Und die Reifen lassen wir so, ja. Und Farbe. Das ist also blau Nummer 1. Können wir eine andere Farbe nehmen.
welche denn irgendeine, die sich gut hervorhebt. Gelben vielleicht, dass ich den gut sehe. Im Dunkeln. Dann gucken wir, will ich den holen, den weiter. Okay, das heißt, der rote, der blaue ist dann ein Alter. Sogar schon 24, okay, kaufen wir das. Ja. Okay, das war es mal. Großeinkauf getätigt heute schon mal. Und leider kann ich jetzt muss ich jetzt mal zum Shop fahren. Muss ich jetzt mal zum Shop hin. Da sind wir. Da möchte ich hinfahren. Und dann habe ich da 2 Fahrzeuge stehen. Und Fahrzeug einchecken, okay. Und jetzt haben wir jetzt hier. Und jetzt erstmal den ersten hier dran. Das ist da hinten. Den legen wir jetzt erstmal an. Diese Art Maschine. Und die müssen wir vielleicht noch füllen, ne? Die müsste ich vielleicht noch füllen. Und hier kommt dann der Kuhne an. Also, den hängen wir mal an. Und dann bringe ich mal in den anderen nochmal an. In den möchte ich einspringen. Dann möchte ich den da anhängen. Die Kuhn. Okay. Dann möchte ich den Kuhn anhängen. Habe ich natürlich wieder nicht gepackt, ist klar. Ist immer so, wenn ich das von hier aus mache, dann muss ich mal einsteigen, rückwärts fahren und dann haben wir den hier vielleicht auch so richtig drin. So, jetzt haben wir einen. Okay, dann hängen wir den an. Dann können wir mit dem erstmal die Heimatpausen. Dann hänge ich vorne den Pötting an. Der gehört mir. Und ja, das ist ein sehr starker Motor, jetzt mein stärkster. Den habe ich im Kartoffelhof auch verwendet. Den weiteren. Und den setze ich auch jetzt hier im Hühnerstall ein. Quasi, dass ich nur ein reines Gespann habe für nur ein Gespann für Gras. Dass ich nur ein reines Grasbestand habe und der ist im Berg ist der stärker. Und der fährt auf 52 jetzt schon. Hat den Eingang drin, super. Also, dann kommen wir gleich. Jetzt haben wir den Hühnerstall jetzt hier auch ein bisschen modernisiert. Und jetzt kommt der unten hin, wo jetzt hier, wo ist der Pöltinger jetzt? Hier ist der Pöltinger. Ne, hier ist kein Pöltinger. Wo ist jetzt der Pöltinger? Habe ich den nicht gekauft? Wo ist hier der Pöltinger? Wo ist der Pöltinger? Wieso habe ich den nicht hier? Habe ich den nicht gekauft? Hörte mir nicht, oder? Was ist los? Der Pöltinger, wo habe ich den hingestellt? Und du nochmal nachschauen? Ich will nur meinen Shop. Nochmal in den Shop. Ja, ich war lange Zeit nicht hier. Ja, der Pöltinger müsste mir gehören. Also mal zurückschauen. Garage. Garage. Jetzt die Hängekette. Ja. Da ist der Pöltinger. Aber wo ist der jetzt hier? Nein, ich
ich möchte nichts verkaufen. Ich möchte nur sehen, wo der ist. Also, nochmal zurück auf die Landkarte. Wo hab ich den? Hab ich ihn da anhängen oder was? Nee. Also, wo könnte der sein? Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Wo könnte der sein? Der ist auch nicht. Wo habe ich den Pöltinger stehen? Ja, ich war lange Zeit nicht hier und jetzt ist alles durcheinander gekommen. Wo habe ich den jetzt hier? Da steht er doch. Genau, der steht da, wo er stehen soll. Wieso habe ich den gerade nicht gesehen? Irgendwie war ich wieder im Stress wahrscheinlich. Okay, dann gucken wir den an. Und ja, dann könnten wir vielleicht gleich mal eine Probefahrt machen mit den neuen Geräten. Also mal einschalten, absenken, dann wechseln, nach hinten. Weil das hier beinpassen muss es X. Dann den jetzt absenken, den denke ich ab, den da hinten, den absenken. Genau, okay. Jetzt geht die Beinpresse also in Betrieb und jetzt sollte ich hier meine Federn hier durchreißen können. Macht er das jetzt hier? Okay, das hier meterhohes Gas, die sehe ich. Das meterhohes Gas. Okay, 10.000 haben wir momentan. Und dann fahren wir mal hier hoch. Mit dem neuen. Und wo ist jetzt das Feld hier? Wo jedes Feld endet hier das Feld und beginnt das neue. Könnte sein, ne? Also bereite ich mal das Feld hier ab. Und ja, das geht jetzt mal schneller. Und ich habe ein festes Gespann. Dann brauche ich das dann nicht mehr so. Wo ist der Feld denn jetzt hier zu Ende? Ich weiß nicht genau. Ich komme hier runter. Okay, hier geht es nicht mehr weiter, ne? Dann fahren wir hier mal so hin. Und haben wir jetzt schon mal einen zusammen oder nicht? Ich glaube ja. Jetzt mal die Z-Taste. Ich hoffe, dass ich auf diese Weise schon mal einen abwerfen kann. Und dann fahren wir hier so hoch. Ja. Was haben wir jetzt? 8 Uhr haben wir. Bisher habe ich quasi nur hauptsächlich Zeit damit verbracht, hier Ballen einzusammeln. Möchte ich schon mal 2 Ballen haben, zumindest, dass ich ein bisschen Lohnteilung machen kann. Oder 4 Ballen. Und den Otis müssen wir auch noch kaufen. Den haben wir momentan auf Leihbasis. Auf Leihbasis. Auf Leihbasis. Und okay. 350 Miese sind wir bisher. Also haben wir Kredit. Also können wir wieder einsetzen hier. Machen wir das mal. Okay, wir sind weiter und dann können wir hier weiterfahren. Also ich mache dort auf, mache dort weiter, wo ich mit Kartoffelhof angefangen habe, aufgehört habe. Also Kartoffelhof hat ja auch mit einem Gespann gearbeitet und dann brauchte er das auch nicht mehr umzustellen und so.
Und diese Technik übernehme ich jetzt hier, dass wir jetzt hier also ein Gerät haben. Und dann fangen wir das Gerät auch mal ab. Warum habe ich jetzt hier gerade nicht abgenommen, nicht mitgenommen? Können wir hier runterfahren? Wir sind überall Gas. Stopp. Jetzt können wir den Ball rauslassen. Okay. Dann sammeln wir das jetzt hier auf. Und dann sammeln wir das hier auf. Dann gehen wir hier hoch. Und dann sammeln wir hier vom Feld auf. Ja, also, ich möchte mich jetzt hier verwandeln in Farmmanager, also vom Einzelbauer, der sich hier totschuftet und hier auf nur geringe Einnahmen kommt, möchte ich also jetzt einen Helferbetrieb aufbauen. Und ich habe jetzt 4 Felder. Und ja, okay, 4 Felder. Dann sollte ich schon mal das zweite Gespann, sollte ich mal da den anderen, den hier, den sollte ich jetzt mal, den schätze ich was abhalten. Moment, das sind die Felder. Felder sind tiefgrün, da können wir nichts machen, okay. Wieder weiter. Hier können wir weiterfahren. Ja. Jetzt müssen wir noch was ändern, Weizen vielleicht. Müssen wir noch Statut ändern. Also haben wir jetzt mal Statut hier. Da steht noch Statut, ne? Wie steht denn noch? Einpacken steht da noch. Einpacken Statut. Aber das heißt nicht, ne? Da haben wir noch die Palette daneben. Und suchen wir mal den ersten einzuladen. Mit R. Also, da war nicht mehr viel drin. Bei dem nächsten sind wir den noch. Der packt das auch weg. Ja, der packt auch den weg. Gut, sehr gut. Also jetzt haben wir schon mal Weizen. Saatgut haben wir schon mal drin. Ist fast voll. Ja, gut, dann können wir den Deckel zumachen. Brauchen wir nicht mehr. Und dann fahren wir los mit dem Dreck hier, mit dem kleinen. Und der ist also ein Arbeitstier. Und den habe ich schon testen gelernt auf dem Bauernhof, auf dem Kartoffelhof. Deswegen habe ich den jetzt hier auch gekauft, um den Hühnerbetrieb hier zu modernisieren. Auf neue Wirtschaftsmethoden, auf neue Anbaumethoden und so. Meinte, nicht so viel quatschen, weiterfahren. Also, hier fahren wir raus und auf in die Heimat. Und dann können wir den dran lassen, den baue ich also zum Pflügen und zum Säen. Und damit kann ich also nicht nur Weizen, sondern damit kann ich auch Ölsamen und so weiter machen. Ne? Ich kann gleich mal anschauen, was ich damit alles sehen kann. Dann sehe ich vielleicht schon mal was anderes außer Weizen. Und dann mache ich gleich Ölsamen dahinterher. Und ja, wie viel haben wir jetzt? 2600. Und das sind 93%. 93%. Okay.
Da sollten wir vielleicht Saat auch noch ein paar Vorrat kaufen. Saatgut, damit ich nicht immer in die Stadt muss, dann mit dem Geld. Ja, mit dem Geld ist ja kein Problem, ich muss nur, der Traktor ist das Problem. Weil der halt doppelt so lange Zeit braucht. Also wenn der leer ist, stelle ich den einfach dahin. Und ja, jetzt habe ich also 3 Traktoren. Bin ich übermotorisiert eigentlich. Für meinen Hühnerbetrieb, für meine 2 Hühnerställe. So viele Traktoren brauche ich gar nicht. Oder doch? Naja, den nehme ich jetzt hin zum Säen. Und den anderen nehme ich nur für die Grasernte. Und den New Holland behalte ich quasi für den Transport der Eier und zum Saubermachen. Das ist mein Hühnertraktor. Okay. Und für Kartoffeln bräuchte ich dann vielleicht noch einen weiteren Traktor. Oder 2 weitere Traktoren für Kartoffeln. Brauche ich vielleicht einen für. Also hier. Was machen meine Hühner? Denen geht's gut, hoffe ich. Und dann machen wir gleich mal ein bisschen sauber, okay, damit die sich wohler fühlen. Und ja, jetzt habe ich jetzt hier 2, die mit den schmalen und mit dem, ja, Moment, den, ja, hier kann ich den gar nicht hinstellen, wollte den da hinstellen, wo ich den dann durchstehen habe, aber das geht ja hier gar nicht. Müssen wir den hier hinstellen. Möchte ich den hier hinstellen, Moment, und dann komme ich hier so hoch, dass ich hier so in den Kreis komme. Dass ich den hier so stehen habe, genau. Hier steht er jetzt. Und da habe ich 2 davon. Gut. Also, wie sieht die Lage nochmal aus? Ich bin jetzt nicht so vertraut hier. Ich muss mich erstmal vergewissern, was hier abgeht. Also, ja, mein Schuldenstand sieht wie aus. Ich bin also bei 340.000 und ja, kann ich jetzt noch das Nachbargrundstück kaufen? Wie viel Kredit habe ich eigentlich insgesamt? Ich weiß gar nicht. Das kostet 210.000, glaube ich, das Nachbargrundstück. Mal sehen, wie viel. Da bin ich am Ende. 195.000 kriege ich nur. Also 525.000 komme ich. Mehr nicht. Also wieder zurückzahlen. Also 525.000 ist die Grenze. Beim Kredit, okay. 10.000 machen wir hier, 340, ne? 340. Und jetzt müssen wir mal sehen, dass wir vielleicht mal ein paar Einnahmen generieren. Und okay, was haben wir? Haben wir auch. Also, mir fehlen eigentlich noch 20.000 ungefähr, um das Grundstück mitholen. Und dann kann ich da oben mit der Maschine, ich muss jetzt immer Geld verdienen hier, weiterfahren. Moment einschalten wieder, absinken, wechseln, einschalten, absinken und fahren.
Ja, jetzt habe ich ja sehr viele Schulden gemacht. Und ich sehe noch nicht, dass das hier so lukrativ wird. Ich muss jetzt erstmal das abarbeiten, meine Schulden abbauen. Und dann können wir vielleicht mal über Expansion nachdenken. So weit sind wir momentan noch nicht, weil die Idee ist vielleicht auch zusätzlich noch Kartoffeln anzubauen mit diesen zwei Feldern. Aber ich weiß ja nicht, wie es gehen soll. Ich muss wieder was abwerfen. Jo. Und ja. Und die Idee war ja eigentlich schon möglichst viel selber zu machen. Nicht so alles zu delegieren, sondern hier auf diesem Hof hier den Wirt selber zu bewirtschaften und auf diese Weise auch Einnahmen zu erzielen, die ich mir dann auch selber zurechnen kann. Und ja, so weit sind wir aber hier noch nicht. Okay, probieren wir weiter. Nehmen wir das auch noch mit. Aber mit dem Traktor kann man natürlich immer besser arbeiten. Schneller vor allen Dingen. Okay, raus damit. Wieder eine fertig geworden. Also, ich als kleiner Hühnerbauer habe also auf diese Weise jetzt hier Kartoffelerfahrung sammeln können und versuche jetzt das jetzt hier einzubringen, meinen Hühnerhof hier zusätzlich auf Kartoffeln einzustellen. Also das ist vielleicht der Sinn, dass man jetzt hier irgendwo ein Praktikum macht und da dann auch lernt und dann den Fortschritt halt mitnimmt und ja, also hier sehe ich halt der ernte ich also Gras, eifrig und haben wir 4000, okay. Weiter geht es. Ja. Um dann auf diese Weise genügend Einnahmen zu erzielen. Und ja. Ich weiß gar nicht, heute muss ich mich ja noch um die Hühner kümmern oder morgen. Meine Hühner sind eigentlich gut versorgt jetzt. Vom Futter. Beim Decken muss man sehen, das bin ich ein bisschen nachlässig. Also das den sauber machen, das mache ich dann auch gleich. Und ja, und dann habe ich überall Ölsamen gesät und auf den Ölsamen quasi dann sind wir wieder 4000, okay. Jetzt habe ich also noch zwei Geräte, die ich jetzt hier auf Leasing habe, nämlich den Osus und ich werde noch, ich habe noch den zweiten Dünger da. Ja, habe ich das gefällt dir gleich abgefahren. Wir haben, was haben wir, halb 10 haben wir.
Ja, bin da gut dabei. Und der fährt am schneller, der hat 565 PS. Damit müsste ich auch in den oberen Regionen besser klarkommen. Und das ist dann hier besser. Das abholen. Also der gelbe rollt. Und der blaue Hühner, der blaue Traktor steht. Da sind wir wieder voll. Machen wieder Pause. Okay. Ja, also vielleicht gehe ich hier, komme ich hier mit dem Hühnerhof. Gewinnen war ich ja schon vorher, aber dass ich auf einen Expansionskurs komme mit dem Hühnerhof. Also dieses Grundstück muss erstmal abbezahlt werden, da bin ich ja dabei. Und die Geräteinvestitionen, die ich jetzt tätige, die müssen dann weg. Und dann wollen wir mal nachdenken über die nächste Geräte. Expansion, also Kartoffelernte, Kobe und so. Und dann können wir über das nächste Feld nachdenken. Das ist Feld 22 auf oder 21. Und dann hier vielleicht auch was auszuholen. Hier haben wir das Feld gleich abgeerntet. Und haben wir das Feld gleich abgeerntet. Ja, das ist ein reines Grasfeld jetzt, das ich hier angelegt habe, das ich nicht dünge. Ich weiß nicht, ob der Düngen besser wächst. Wo kommt der jetzt her? Wo kommt der jetzt her? Geh mal da weg. Du siehst mir. Okay, dann wollen wir einen loslassen. Also, da haben wir den jetzt hier. Der kann die Ränder jetzt noch abfahren. Und wenn wir die Ränder noch abfahren, dann nehmen wir das hier noch mit hier. Der Auto war dann weg, okay. Machen wir das hier mit. Und dann fahren wir mal hier hoch. Die kann ich ja jetzt viel besser hochfahren wie früher. Die hat dann natürlich auch zu kämpfen mit seinen 165 PS. Aber immerhin, der schafft das überhaupt. Der mit den 120 PS des anderen ging das dann noch ein bisschen langsamer. Dauert länger. Also kriechen wir hier mal hoch. Und reißen hier in den oberen Regionen mal ab. Ein bisschen. Ja. Wo wir früher gar nicht so hinkamen. Mit dem einen Traktor früher. Und dann geht es hier oben wirklich wieder schneller, ne? Okay. Hier setzen wir ein bisschen abwerfen mal. Wo kriege ich den jetzt überall hin? Bin ich auf dem Feld, dann geht es gleich abwärts. Komme ich gar nicht weiter. Okay, müssen wir vielleicht mal ein bisschen zurückfahren. Wenn du hier vielleicht mal, genau, das hier war. Da hinten geht die Stadt ab. Okay, dann wollen wir mal einen ab hier. Nee, macht er nicht.
Jetzt macht er vielleicht. Also ich lege manchmal hier so blind die Hand hin und okay, weiter geht es. Und drücke dann und wundere mich, dass er hier das nicht aberntet. Wir haben so jede Menge Gras hier oben. Und dann können wir hier wieder runterfahren. Und dann fahren wir hier so rum. Okay. Dann machen wir das. Und was holen wir hier raus am Ballen? Ich weiß nicht genau. Wie habe ich den jetzt? Also das ist die Frage, wie viele Ballen holt man hier eigentlich raus aus dem großen Feld mit den, okay, einmal anhalten, einmal abpassen. Und hier haben wir, weiter geht es in zweite Runde hier hoch. Ja, also ins Gras. Wie viel Ballen mache ich jetzt hier? 16, 20, weiß ich nicht so genau. Und dann bin ich noch gut dabei, wir haben jetzt 10 Uhr mit den Ballen ernten. Ja, also ich muss jetzt immer durch die Ballen, so viel Ballen verdienen, dass ich damit quasi meine Maschinenparkerweiterung Gemälde kaufen kann. Und jetzt haben wir jemand dann vorbei, wo wir jetzt hier durchfahren. Lohnt sich aber nicht, oder? Lohnt sich aber hier nicht so richtig, sag ich mal. Müssen wir ja auch nicht. Wo war ich denn jetzt hin? Wo war ich denn vorhin hier? Sieht ihr an der Spur? Hier war ich vorhin schon mal. Oder nicht? Und dann jetzt hier wieder runter. Wo bin ich hier vorhin gefahren? An der Seite oder wo? Hier können wir wieder anpassen. Also, da liegen 2. Jetzt sollte ich gleich hier hochfahren. Vielleicht sollte ich gleich hier hochfahren. Und wo war ich jetzt hier vor? Wo ist meine alte Spur? Da habe ich die alten Spuren, dass ich da versuche, die Strecke hier abzufahren, am Baum entlang, okay. Und ich sollte hier rumfahren. Dann hier hoch. Und dann wieder Baum 1, Baum 2. Und dann fangen wir jetzt bei Baum 2. Wo fangen wir entlang? So hier runter. Ihr denkt so nicht. Da steht ja wie eine Betonwand, steht ja ein Betonbaum. Okay. Dann fahren wir hier wieder runter. Und können wir wieder anwerfen. Was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück haben wir schon. Sehe ich schon, 10 Stück. Wir wollen ein paar weitere holen. Was gibt es heute hier am Preis? Also, wir werden sehen, was es heute hier gibt beim Hühnerhof. An Preisen für Graz.
Da können wir auch noch rauffahren, können wir das noch abgreifen. Warum will ich das erstmal hier so liegen lassen? Hatte keinen Sinn, jetzt hier das Gras zu mähen und dann nicht einzupacken. Müssen wir gleich wieder voll sein, ne? Aber heute, jetzt sind wir voll. Und dann schauen wir mal. Okay, weiter geht es. Weiter geht es. Dann fahren wir jetzt da durch. Die fahren wir jetzt dann vorbei. Und dann fahren wir hier so runter. Die haben wir wieder die Menge liegen lassen. Das nehmen wir jetzt auch mal mit. Das brauchen wir nicht liegen lassen hier. Und so. Und jetzt fahren wir hier rum. Und dann fahren wir hier weiter. Da ist schon jede Menge Gas. Ja, da hinten bewegt sich schon ein Bein von sich aus. Ich weiß nicht warum, der hat mich kommen sehen oder warum. Und dann rollt er da wieder unten hin, so in so ein Versteck hin. Und das ihn nachher nicht finde. Oder dass er mir so aus den Augen geht. Da habe ich ihn voll. Okay. Und dann können wir den mal weitermachen hier. Okay, weiter geht es. Warum will ich ja oben so viel hier noch? Warum habe ich ja so viel liegen lassen? So viel hier. Weil das ist nur ein versehentlicher Klacks hier. Das war gar nicht so viel, okay. Das war eine Ausnahme. Also fahren wir jetzt mal runter. Ja. Also da liegen ein paar. Da liegt auch einer. Und dann fahren wir hier weiter. Der hinten, der rollt wieder und rollt. Der hat immer noch nicht genug. Da liegt einer. Nehmen wir das mit hier. Dann nehmen wir das hier mit. Okay. Und können wir die mal abfahren. Haben wir die mal gettet. Mal Z. Okay, dann fahren wir jetzt am Rand entlang. Und grasen jetzt hier die Mühlseite ab. Und hier durch. Baum entlang. Nehmen wir das Baumgras auch mit. Und hier so rum. Und dann machen wir hier so einen Slalom. Und die Bäume rum. Und das fahren wir dann hier so ab. Und dann fahren wir weiter. Also, Gras, Gras, Gras. Der Grasfresser ist wieder am Werk hier. Der plündert wie die Natur aus.
Hammer. Hier können wir hier das Ganze nochmal mitnehmen. Du willst das Ganze mit dir. Ich dachte, das ist gerade schon eingepackt, aber scheinbar. So, dann fahren wir hier weiter am Baum entlang. Und dann fahren wir durch. Weiter zum nächsten Baum. Und dann fahren wir hier auch rechts dann vorbei. Genau. Und dann fahren wir hier so rum. Ja, wie fällt man Bäume? Also diese Bäume möchte ich nicht fällen. Die sind ja sehr schön. Aber ich muss mal lernen, wie man hier Bäume fällt. Wie man das macht. Und so. Jetzt hat er einen Schock fürs Leben bekommen. Der Ballen sollte davon. Hatte so viel kinetische Energie von mir mitbekommen, dass er jetzt da seine eigene Dynamik mit entwickeln kann. Also da haben wir wieder an. Ja. Also eine bequeme, entspannte Arbeit als beim Kartoffelacker, wo ich dann dauernd quasi auf dem Sprung stand, wie das nächste Fahrzeug, die nächsten Helfer anzustellen und so, habe ich doch hier ein bisschen entspanntes Arbeiten. Der Ballen rollt also auch, ich weiß nicht genau warum, aber er rollt halt. Er hat Spaß am Rollen, also soll er rollen. Wenn es ihm gefällt. Und dann fahren wir jetzt hier hoch. Und da haben wir wieder eine Spur jetzt hier hinterlassen. Die legen wir jetzt mal auf. Jetzt haben wir hier 4000 voll. Okay. Einmal abwerfen. Und nur den Felder abwerfen. Und direkt 2 Stück hier. Und was wir jetzt ab. Ja. Also jetzt können wir hier runterfahren oder wie? Und jetzt fahren wir hier rein. Hier rum. Dann haben wir die Wiese bald hier oben abgereizt. Dann haben wir schon wieder einen entgegengerollt. Der heute so dahin. Die rollen alle in eine bestimmte Richtung. Der nicht. Der hat bleibt da liegen. Ja, aber die noch Graz. Und dann fahren wir rüber. Ja. Was gibt es heute für Graz? Weiß ich gar nicht. Müssen wir nachschauen. Ich bin jetzt ja durch hier. Ich mache jetzt Schluss. Das ist der letzte Ballen, den ich jetzt mache hier. Das ist der letzte Ballen. Dann fahren wir so. Und der vorletzte vielleicht.
Die vorletzte vielleicht. Okay. Und dann haben wir hier also wieder im Gras. Okay. Haben wir hier. Da kommt der Weg hin. Okay. Und weiter geht es. Nehmen wir das hier noch mit. Das Gras hier. Und dann haben wir den jetzt auch gleich. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Beine habe ich jetzt heute. Von dem Feld. Ich kann dann nicht kalkulieren, wenn ich nicht mal weiß, wie viele Beine ich hier raushole. Mit dem Feld. Das sollte man schon wissen, ne? Das sollte man schon wissen. Als alter Gasmäher, da kommt mir wieder einer entgegen. Die Klecks fahren wir auch noch ab hier. Okay, dann fahren wir jemand Grüne und saugen das hier auch noch ab. Dann haben wir einen, können wir den wieder fertig machen. Ja, okay, wir machen jetzt Feierabend. Hat sie gerade schon gesagt. Ich baue nichts, ne? Du kriegst wieder den Hals nicht voll, das ist es doch. Gib's ja einfach zu. Okay. Wenn du recht hast, hast du recht. Aber ich fahre jetzt runter. Aber ich muss den Ball noch voll kriegen, ja? Und dann fahren wir jetzt hier da rein. Das liegt jetzt hier. Hier liegt jetzt den Ball rum. Okay, dann fahren wir nach unten. Und hier liegen also 4 Stück schon mal. Und da oben liegen auch welche. Ja, wie viel habe ich jetzt insgesamt? Schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen, jetzt habe ich den zu. Können wir den auswerfen hier. Werfen wir den mal aus. Das ist der jetzt hier. Dann fahren wir ein Stückchen weiter. Dann haben wir hier vielleicht schon einen drauf, ne? So, jetzt stelle ich das Gespann hier hin. Das ist ein neuer Stellplatz. Wie beim Kartoffelacker auch. Jetzt habe ich aber nach hinten einen drauf. Dann wollen wir den nach auswerfen. Wenn der fertig ist. Ist der jetzt fertig oder nicht mit dem Fetten? Ich weiß nicht genau. Okay, dann lassen wir das mal. Dann geben wir mal. Können wir schon was ernten hier? Bei den Feldern? Ne, ist hell. Ist hell. Müssen wir ein bisschen was warten, bis es dunkler wird. Und vielleicht am Nachmittag. Was haben wir heute 11 Uhr? Geht, dann fahren wir mal das hier. Der Traktor. Dann sollten wir ein bisschen Hühnerarbeit machen. Ein bisschen Hühnerarbeit, den Dreck machen, damit die Hühner sich hier ein bisschen besser wohler fühlen.
Gleichzeitig und den so draufsetzen, so. Und dann so genau da reinfahren können. Dann können wir den einkuppeln. So, jetzt haben wir den eingekuppelt. Und jetzt gucken wir mal hier, ob ich das verlernt oder nicht. Okay, dann fahren wir mal ein Stückchen zurück. Und jetzt müssen wir mal aussteigen. Müssen wir darüber so gehen. Und dann den vielleicht mal senken jetzt hier. Und so, nee, so machen. So muss man den, jetzt senken wir den so ab. Ein bisschen weiter nach vorne. Mit ein Stückchen Gas geben, ja. Noch ein Stückchen. Dann ziehen wir wieder ein bisschen dumm da. Ziehen wir ein bisschen dumm da. Geht's vielleicht so. Und dann ein bisschen absinken. Dann weiterfahren. Weiterfahren, okay. Nehmen wir die Schuppe an. Dann fahren wir zurück jetzt. Und dann können wir das absinken. Okay, jetzt haben wir den schon mal so. Sinken wir den ab und dann fahren wir hin zum anderen. Dann fahren wir zum anderen Hof. Ja, so nicht. So nicht. So vielleicht, ja. Dann fahren wir zu dem anderen Hof. Ja, der liegt ja natürlich ungünstig, weil ich da mit dem Platzieren nicht aufgepasst habe. Da so viele Alternativen hatte ich dann auch nicht. Und dann hat er mir das hier so hingelegt. Gut, könnte klappen. Was ist die Perspektive? Ich kann zurückfahren, ja, okay. Und dann fahren wir den mal. Und dann können wir den vielleicht mal vorfahren. Ja, sieht gut aus. Und dann können wir den vielleicht gleich zurückkippen. Sehr gut. Das hat geklappt trotzdem. Nach langer Zeit mal wieder. Also jetzt können wir wieder zurückfahren. Jetzt hier so, Moment, hier so rum. Okay, da sind wir also. Dann können wir jetzt hier vorne fahren. Okay, das hätten wir also. Das hätten wir. Jetzt stellen wir die Schaufel hier wieder ab, den Frontlader. So, jetzt wieder ein bisschen weiterfahren. Und jetzt können wir den vielleicht absinken. So nicht, aber vielleicht abkuppeln, so. Genau. Wir sind abgekuppelt. Und jetzt können wir mal ein paar Eier einsammeln. Weil das mache ich auch ganz gerne immer. Das stimmt nicht, ne? Weil ich den Hühnerstall den Anhänger möchte ich eigentlich nur anfahren. Also, da habe ich jetzt auch was gelernt. Man kann auch das Abkippen forcieren. Das will ich dann auch gleich mal versuchen. Also anhängen, ja. Machen wir ein Stückchen zurück so. Und dann gehen wir mal hier raus. Da gehen wir jetzt mal hin. Und dann müsst ihr mal sehen, bei den Tieren, ich war da gar nicht im Tiermenü, da müsst ihr mal schauen, wie sieht das aussehen. Da haben wir 146, 150, haben wir 180, 190,
Wir können schon wieder 30 verkaufen von den Hühnern. Und von den anderen wahrscheinlich auch, ne? Da haben wir 67, da haben wir 200, da fahren wir sogar 50 da hinten. Also 50, 50, 50 oder 60, 60. Schauen wir mal. Okay, dann werden wir welche verkaufen hier. Von den Hühnern. Also erstmal darauf gehen, so. Dann rufen wir R auf. Taste R. Nicht Taste Z, da ist Taste R. Und jetzt verkaufen wir mal ein paar Hühner. Also, ich habe immer 60 Stück so verkauft. Haben wir noch einen, haben wir 600. Okay, bestätigen wir das, ja. Okay, dann können wir mal da hingehen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich mal da nicht hin, hier hin. Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter zurückfahren. Das ist ja besser sein, guck mal. Aber der fährt nicht zurück hier. Das Scheißding hier. Der fährt nicht zurück, wenn er zurückfahren soll. Macht er nicht. Und warum nicht? Wenn ich so rumfahre, macht er das dann? Ja! Weil jetzt macht er das. Jetzt macht er das, okay. Hier ist irgendwann nochmal hin. Okay, dann können wir wieder auschecken. Wo wir gerade waren, da waren wir. Jetzt haben wir die Maus in die Erde geworfen. Vor lauter. Ja. Da ist ja schon die Batterie daneben. So. So. Das war eine Batterie, da haben wir dann noch eine Batterie. Jetzt ist die Maus in der Erde mitsamt der Batterie. Mann, oh Mann, oh Mann. Vor lauter Stress hier. Da geht also Plus an. Da oben. Da geht Plus an, okay. Da geht auch Plus an. Okay, wir sind wieder dabei. Also das haben wir schon mal. Da wollten wir jetzt da hinten hin. Jetzt wollte ich da hin. Und dann hier vielleicht mal den packen. Dann können wir den packen. Wie war das jetzt hier? Mal packen, so. Und so packen. Und ein bisschen ein Stück weitergehen. Und abwerfen. Und wieder zurück. Ja, ich steuere jetzt neuerdings jetzt hier mit dem Sesselwort. Und man könnte den Eindruck haben, dass er mit leichter fährt. Manchmal ist das der Fall, dass es ein bisschen einfach geht. Vorne geht die Welt zugrunde, aber ist immer so. Also, dann fahren wir mal dahin. Wie ich jetzt ja genau da hochgekommen bin, weiß ich nicht so genau, aber so viel Kartons sind das ja auch nicht. Okay, haben wir noch einen. Und dann wollen wir jetzt da hinten fahren. Okay, haben wir nicht viel verlernt hier in der Kartoffelzeit. Und also
Ich habe jetzt nicht Schrotmann, okay. Haben wir? Haben wir. Gut, dann können wir jetzt mal hier nach vorne gehen. Und steigen wir mal da ein. Und dann können wir mal losfahren. Da geht's hin. Wir wollen mal zum Hühnerhof. Also, 5 Kartons haben wir hier. Oder 4,5. Und jetzt können wir da drüben auch nochmal 4 dazu. Ja, das ist immer so eine wackelige Angelegenheit. Weil hier geht links und rechts. Jetzt ist tief runter. Und da muss ich jetzt sehen, dass ich ja mit dem Anhänger gut hinkomme. Dass ich dann gleich nicht so weit laufen muss. Okay, beim Aussteigen, da sind wir. Wenn wir da rumlaufen. Okay, machen wir das hier. Da wollte ich gar nicht hin jetzt hier. Hier wollte ich eigentlich hin. Okay. Hier haben wir so die Kartons. Und Momentum. Packen wir die vielleicht rein. Genau, ich habe den Eindruck, dass der irgendwas damit zu tun hat, oder? Meine ich das nur? Ging es mit dem runter, ja. Aber ich möchte den packen jetzt hier. Da haben wir ihn, ja. Jetzt haben wir ihn hier oben. Und dann gehen wir ein Stückchen weiter. Dann abwerfen. Und dann holen wir jetzt den nächsten. Dann holen wir den nächsten jetzt. Okay, haben wir 10 Kartons heute also. Das müssen nur 15 Euro geben. Nur sein dann nur halb voll. Also sagen wir vielleicht so 4,5 oder so. Je nachdem welchen Preis man dafür bekommt. Ja, da müssen wir gleich mal nachschauen, wo wir einen guten Eierpreis bekommen. Und wenn wir die Eier verkauft haben, werden wir dann die restlichen Ballen mal verkaufen. Und dann können wir an die Neuernte denken. Da haben wir noch einen. Der ist auch voll. Ja, komm, nehmen wir die schon noch mit hier. Es war nicht viel drin, aber immerhin. Hauptsache der Karton ist schon mal weg hier. Und hier haben wir. Was ist mit dem Karton da vorne? Den will ich immer packen hier. Der steht da so blöd rum. Muss ich da ablegen. Genau. Jetzt haben wir so 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kartons, okay. 11 Kartons. Im besten Fall 55.000 ungefähr. Gut, haben wir also. Jetzt fahren wir mal wohin zurück. Fahren wir jetzt mal hier zurück hier. Fahren wir jetzt mal hier zurück. Ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt hinfahren, aber da fahren wir hin. Da fahren wir drauf, okay, dann können wir hier vielleicht schon hier runterfahren, oder?
Hier kommen wir nicht. Also wieder gratis. Müssen wir vielleicht mal so fahren. Okay. Und dann können wir jetzt hier rechts fahren. So. Also, auf dem Eier verkaufen. Wo geht es hin? Das tägliche Ritual, das hat mir gefällt. Wo gibt es den guten Preis für Eier? Kartoffeln. Da haben wir die Eier. Da haben wir die Eier. 3300 Hafenspeicher. Okay, dann fahren wir dahin zum Hafenspeicher. Dann fahren wir zum Hafenspeicher. Ja, dann im Hafenspeicher werde ich mal versuchen, dass ich meine Anhänger so kippe, damit die Kartons alle runterfallen. Und mal sehen, ob dann auf diese Weise schon mal welche wegfallen. Wenn ich hier so ablade. Ja. Also was haben wir? 13 Uhr haben wir. 13 Uhr schon, ja. Ja, Tag ist erledigt. Erst ein Ton ein. 5000, dann bringen wir gleich noch die Ballen weg. Und ja, heute verdienen wir kein Geld, kein großes. Heute machen wir Minus, weil wir große Ausgaben heute hatten. Und wir müssen jetzt mal die nächsten Tage die Schulden abbauen, die Kredite bezahlen und so. Das dauert also noch was. Ja, fahren wir jetzt hier um. Und eine neue Tour. Die Tour, die wir jetzt hier im Kartoffelbauer erkennen, der fuhr dann auf diese Strecke, aber nicht für Eier, sondern für seine Kartoffeln. Der hat dann die Kartoffeln da in den Hafenspeicher gebracht. Dann können wir jetzt hier rechts runterfahren. Machen wir das so. Blinker setzen wir heute keinen und so, weil dafür habe ich einen BKF. Das mache ich dann dem LKW-Simulator, den Blinker zu setzen. Hier sind wir im Landwirtschaft später. Setzen wir keine Blinker. Sollte man natürlich trotzdem machen, um das hier echt zu spielen, aber so weit sind wir noch nicht. Ja, also, hier sind wir. Also hier sind wir also. Dann setzen wir das Video ein. Aber eine Ernte hatte ich schon. Wie kommt das? Ich habe ja gar nichts genommen. Also, ich habe schon welche verkauft, ich habe gar keinen bewegt. Das habe ich verkehrt gemacht oder richtig gemacht. Ich weiß nicht genau. Also, ja, die Idee war, jetzt mit String und die vielleicht mal ein Abkippen zu erzwingen. Moment, erstmal baue ich das Hilfemenü, das haben wir da. Und dann gehen wir jetzt vielleicht mal mit Das haben wir hinten.
Können wir das Abkippen jetzt erzwingen? Gib mir rechts. Ich bin hinten, ja. Wollte ich doch und jetzt mit ihm. Ich habe keinen Zugang zum Land. Ich drücke jetzt auf I und auf Ding. Und dann. Ich dachte, das ist jetzt hier. Abgibt da hinten. Ja, aber der gibt nicht ab. Warum nicht? Warum gibt der nicht ab jetzt hier? Also. Das abgeben. Und das Abgeben erzwingen, aber macht er nicht. Warum nicht? Sie wollte den einfach nur abgeben. Und wenn er zur Seite geben soll, also, wir geht dann nach hinten, wir geht dann nach links, ja. Und jetzt immer abgeben, macht aber nicht. Macht aber nicht. Macht er nicht. Also es scheint kein Weg an vorbei zu gehen, dass ich der Hochkletter jeden Karton da einwerfe. Genau das wollte ich eigentlich vermieden haben. Aber das scheint nicht zu gehen. Also, so jetzt hier, da sind wir, dahin wir, da müssen wir mal schauen, dass wir darauf kommen. Da müssen wir mal sehen, dass wir jetzt dort hochkommen. Wie sieht denn die aus? Da haben wir die Pakete, ja. Dann gehen wir dann mal drauf zu. Und noch weiter drauf zu. So, jetzt haben wir den. Können wir den noch jetzt vorwerfen. Und den dort. Okay. Das hat er mit dem 500. Und dann ziehen wir den da rüber. Der geht das auch, ja. Und die haben wir auch. Und dann können wir den packen. Und den packen. Was war das jetzt? Habe ich ihn eingeworfen? So habe ich das jetzt gemacht. Ich weiß nicht genau. Das war ja unklar. Jetzt sind wir Programm. Und da ist er. Dann wollen wir mal da hochgehen. Okay. Da sind wir. Oh, ich mal weitergehen. Wie kommen wir jetzt ja auch wieder? Jetzt sind wir oben. Und jetzt schauen wir mal, dass wir jetzt da einen bekommen jetzt hier. Wir haben einen Karton. Ja, okay, haben wir. Und da fahren wir jetzt auch noch weiter. Und wir haben auch, okay. Also manchmal geht es gut und dann wieder nicht hier. Und ich weiß nicht, wer jetzt hier schuld ist, wer jetzt hier lernen muss, wie ich das jetzt bin. Okay, jetzt geht er auch.
glaub's ja nicht. Also weiter. Weil ich da hoch wollte ich mal höher machen. Das sieht aber nicht hoch. Wenn ich jetzt hier weiter runter gehe, mal weiter, die Fahrradze, die Tatte genommen, okay? Also, was habe ich jetzt wieder gemacht? Komme ich da wieder hoch? Da sind wir also. Also der zwingt mich immer dazu, quasi so, warum hat er nicht genommen? Ich verstehe irgendwas nicht. Ich verstehe irgendwas nicht. Nehmen wir den wieder und dann lassen wir den da hoch. Ziehen wir da runter. Jetzt hat er den genommen, okay. Und dann sehen wir anheben da. Wo sind wir jetzt hier? Ja. Was ist los hier? Wie geht es jetzt nicht? Also, da sind wir, ja. Wir nehmen jetzt zurück. Okay, 588, jetzt haben wir alle. Jetzt haben wir alle. Und das heißt, wir haben jetzt Einnahmen durch Ernte. Wie viel? Keine Ahnung. Dann können wir jetzt mal weiterfahren. Dann fahren wir weiter und dann schauen wir mal gleich, was wir jetzt eingenommen haben durch die Eier. Heute 297 haben wir schon ausgegeben, heute war 300 Euro. Also 15 Euro durch die verkauften Tiere, ne, 1200. Und dann haben wir 4.000, 5.000 Euro durch die eine Ernte. 5.000 durch Ernte. Das heißt, wir haben 6.000 Euro genommen. 6.000 und 300.000 Euro ausgegeben. Ja, toll. Also, weiter geht es. Weiter geht es. Also, auf in die Heimat. Also, was sollen eigentlich diese komischen Stücke hier? Die meist, das Meterband, oder wie auch immer. Also, ich kann es mal wegmachen hier. Warum nicht? Okay. Und dann können wir in die Heimat fahren. Wenn wir noch tanken, brauchen wir nicht tanken. Tank ist noch voll. Also 600 Euro. Dann eine Kartoffelladung. Kartoffelladen ist aber einfacher mit A beliefern. Aber ja, das klappt halt auch nicht, so wie ich mir das gedacht hatte. Mit dem Absinken und Abkippen. Scheint irgendwie vom Ladegut abhängig zu sein. Und dann könnte das Abladen zwingen. Aber hier bei Nahen konnte ich nichts abzwingen. Das hat er mir erzählt.
Die Grundstück würde mir nicht gehört. Oh ja, toll. Rechts vor links gegeben. Er hatte recht. Rechts vor links. Gibt es in Amerika. Da hatte die Mörder wahrscheinlich sehr lange darauf gewartet, dass er mich da mal erwischt. Er hatte die Figur gleich so platziert, dass ich ihm da reinfahre. Der alte Gauner. Also der fängt jetzt auch so mit fiesen Patenten an, wie schon der ETS2. Ja, also, alle geschafft haben wir. Dann können wir jetzt den Osus anhängen, nachdem wir den Wagen da abgestellt haben. Und ja, dann muss man sehen, was heute bei der Ernte der Fall ist, ob ich da irgendwas abernten lassen kann oder ob ich das selber abernte. Jetzt haben wir erstmal, jetzt kommen wir erstmal hier beim Hühnerstall hin, der Karton hier, der Anhänger, langsam, da musst du nah anfangen, damit der Anhänger nicht die Hühnerproduktion hier beeinträchtigt. So vielleicht okay, wir sind abhängen, okay, und dann fahren wir jetzt mal zu Moses, und dann holen wir mal bei Moses ein paar Ballen ab. Das müsste dann wieder richtig Geld geben heute, weil Ballen haben wir reichlich. Ballen haben wir reichlich, also wie ist das? Wollte nicht nehmen. Wenn ich will nicht. Ich weiß nicht genau, wie die Ballen jetzt hier, die Ballen sage ich schon, wie die jetzt zusammenpassen, aber der stellt sich zunehmend blöd an hier. Oder ich wahrscheinlich. Wenn er blöd ist, bin er immer ich blöd. Nicht der Programmierer, nicht das Spiel, nur ich. Okay. Du mir das Foto führen, da ich ja noch Geld für. Also haben wir ausgeschöpft. Das haben wir Nummer 1. Okay, Nummer 1 haben wir. Jetzt holen wir dann Nummer 2. Also mein Lieber, du bist Nummer 2. Du bist Nummer 2. Dann haben wir dich, du bist Nummer 3. Und du vielleicht 4 und 5. Weiß ich nicht genau. 3 ist jetzt okay. Dann haben wir hier Nummer 4. Du bist also Nummer 4. Okay, 4 haben wir. Dann meinen wir dich mit. Du bist Nummer 5. Dann kommen wir da nochmal hin. Nummer 5. Du bist Nummer 6 hier. Aber dann haben wir hier noch eine Nummer 7 und 8 haben wir hier. Also okay. Dann können wir die Bewegung machen. Und dann schauen wir mal, was wir heute Preise kriegen. In der Scheune für meine Silageballen. Was gibt es ja heute? Da sind wir 323. Das sieht am super Preis ist. Das sieht am super Preis ist. 323. Das heißt also mal 4.
sind 1200 pro Ballen, müssten 9600 bald geben, ne? Oder ein bisschen mehr, vielleicht sogar. Ja, habe ich halt heute wieder den Fall, wie sonst auch. Eier 1/3 Einnahmen und Gras 2/3. Und bei Kartoffeln hatte ich jetzt so halbe. Halb Kartoffeln und halb Gras. Also 14:36 Uhr. Ja, sieht aber gut aus. Und dann können wir jetzt hier mal rumfahren. Dann fahren wir hier mal so rum. Und dann können wir hier mal peilen, die Lage peilen. Und wo stehen wir jetzt hier? Ja, okay, wir stehen gut. Wir den abpeilen. Und dann kommen wir ihn hoch. Und dann können wir den abpeilen. Okay. Jetzt kriegen wir 10.000 sogar, super Preis drin. Dann bekam ich auf einmal nur die Hälfte. Beim Kartoffelfeld, da bekam ich auf einmal nur. Dann gehen wir zurück, so. Dann wechseln wir mal wieder. Dann schauen wir mal, dass wir hier so zum Tor kommen. Wir werden hier runterfahren. Okay, 10.000 quasi. Und 5.000, 6.000 von den Hühnern sind 16.000. Dann können wir nochmal 10.000 holen vielleicht. Dann haben wir 20.000 Leute. Haben wir 26.000 insgesamt. 26.000 Einnahmen. Ist auch gut. Das ist auch gut. Dann könnte ich trotzdem noch ein paar Ballen hier auf der anderen Seite sammeln. Für den Fall, dass ich nicht genug bekomme. Also 6 bis 8 Ballen haben wir. Haben wir die Bewegung schon mal unter. Und dann nehmen wir die Nummer 1 mit. Also du bist meine Nummer 1 hier, habe ich ja schon gesagt. Wenn nicht, weißt du das jetzt. Okay, die Nummer 1, und du bist meine Nummer 2 hier, ein heißer Kandidat für die Nummer 2, habe ich dir schon gesagt, wenn nicht, weißt du das jetzt. Okay, dann fangen wir hier da und die Nummer 3, du bist meine Nummer 3, du hast dich hier wieder gut versteckt hier, du bist meine Nummer 3. Okay, haben wir auch. Und dann machen wir die Mautenböge. Dann fahren wir hier mal hoch. Hier ist aber nichts, weil ich das sehe. Also, wir sind Nummer 3, nehmen wir dich für Nummer 4. Du bist Nummer 4. Und du bist Nummer 5. Und dann haben wir noch hier Nummer 6. Du bist die Nummer 6 hier. Okay. Dann habe ich schon mal die 6 von hier. Und von hier oben. Waren das alle oder? Ich weiß nicht genau. Ich glaube im Moment brauchen wir noch 2 Stück. Da haben wir die Nummer 7. Du bist mein Kandidat Nummer 7. Lauf nicht weg. Nummer 7.
Da haben wir noch die Nummer 8 hier. Der hat sich getarnt. Und die Nummer 8, okay. Das wären also 12 Beine. Da liegt auch noch einer. Da kommt der näher. Okay. So, den Bügel hochmachen. Und dann geht weiter. Dann geht es weiter. Zweite Fuhre, Nummer 10.000, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, wenn der Preis jetzt nicht schlagartig wie ein Keller gefallen ist, was aber normalerweise nicht so passiert, denke ich, oder? Ich weiß nicht genau, wie das Programm die Preise errechnet, aber die sollten eigentlich eine Weile konstant sein. Auf jeden Fall waren die bisher immer konstant. Okay, dann fahren wir rum. Ein Stückchen durch. Okay, und weit sind wir jetzt hier? Und drauf, okay. Einmal runter und einmal hochfahren. Und abladen. Und wieder 10.000, ja. Super. 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 Also, wir einfahren. Super Preis heute. Okay. Dann wechseln wir jetzt hier. Und dann fahren wir mal so rum. Fahren wir mal so rum. Ja, kann man nicht meckern. Das habe ich nochmal 6 bekomme ich aber nicht, denke ich, ne? Ich habe ja jetzt abgekratzt. Das war also fast die ganze Wiese und da oben den Zusatz noch der Wildwiese. Das waren 6 Stück, ja. Da müssen wir sehen, wie viel wir jetzt noch bekommen. 4 Stück vielleicht oder 6. Dann wären das 16 bisher. 16 Futter. Und das sind noch eine ganze Menge hier. Das sind so eine ganze Menge. Hier der kleine Gast, ne? Der war noch unter Gold. Du bist meine Nummer 1 hier. Habe ich dir schon gesagt. Hier, Nummer 1. Okay. Denn du bist meine Nummer 2. Okay. Du bist meine Nummer 3. Okay. Dann wie die Nummer 4. Dann wie die Nummer 5. Was ist los? Ich häng fest oder wie? Ist der wieder zwischen Gold hier? Nichts geht mehr. Ich fahre wieder vorwärts oder rückwärts. Egal wie ich fahre, es bewegt sich nichts. Was habe ich gemacht? Also bin ich wieder auf was draufgefallen oder Lagepal. Ach, der Bügel muss hoch, okay. Der Bügel muss hoch. Und okay, wieder einsetzen.
Also alles Stress umsonst. Da haben wir den jetzt hier. Die wollte ich nicht mitgenommen haben, aber der wollte nicht so richtig. So geht auch nicht. So, vielleicht so umfallen. So geht er ja. So, dann können wir den mal absinken. Und dann fahren wir jetzt mal ein Stückchen weiter, okay? Jetzt haben wir 5 Stück. Also 5 haben wir. Du bist meine Nummer 6. Du bist meine Nummer 6 hier. Und dann liegt die Nummer 7, ne? Du bist meine Nummer 6. Und du bist meine Nummer 7. Und das war's aber auch. Jetzt haben wir keine mehr, ne? 7 Stück. 7 Stück haben wir. Und hier ist keine mehr irgendwo, oder? Hier ist keine. Schon bei dem auch. 7 Stück. 7 haben wir. Liegt jetzt hier hinten irgendwo einer. Ist hier einer versteckt hier. Meine ich auch manchmal so gerne. Kommen wir mal hier so runter. Nee, sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Also, 7 Stück oder wie? Okay. 7 Stück. Doch da ist einer. So habe ich den jetzt übersehen. Ach, den habe ich ja gar nicht eingepackt. Der 7. Müssen wir den mal einpacken. Das ist Nummer 7 hier. Okay. Fehlt mir noch einer. Fehlt noch einer. Nummer 8 fehlt noch. Ja, aber Nummer 8 haben wir nicht, okay. Dann müssen wir halt mit den 7 jetzt verfahren. Das heißt, ich habe 16 und 7 sind 23 Beine gemacht. Heute, ja, um 27.000 Dollar eingenommen damit, oder 27.000 Euro. Wenn ich schon in Amerika bin, sollte ich vielleicht auch in Dollar umrechnen, statt in Euro. Oder? Ja, diese Holzbalken hier, die muss ich mir auch mal anschauen. Kann ich die durchsägen? Kann ich die verkaufen? Kann ich die dann auf meinen Anhänger werfen oder so? Dazu brauche ich dann eine Kettensäge, mal so ein Stück absägen und dann einfach mal sehen, ob man die hier verkaufen kann. Also, hier ist also die Scheune und ja. Außerdem weiß ich gar nicht, ob die mir gehören. Ja, dem Motto steht jetzt hier gut schick, ja. Also, aufklappen, hochfahren, mit wie so 8.000 geben ungefähr. Fast ja, 9.000, okay. Hier habe ich 30.000 durch Wein gemacht und dann nochmal 5.000 durch 6.000 durch Hühner. Da kann man damit leben, oder? Das ist ein guter Verdienst. Und ich habe mich nicht überarbeitet heute. Ich habe nicht den Stress, wie ich sonst habe.
Was am einfach ist jetzt, okay, dann sollten wir vielleicht die Nose selber kaufen, so wie, wir haben noch 2 Geräte im Shop, die uns noch nicht gehören, ne? Und der Fuhrpaket ist noch nicht komplett. Muss ich mal wechseln hier. Der Hose gehört uns noch nicht, dann müssen wir noch Pass bezahlen. Und dann, ich glaube, für irgendeinen Düngersteuer auch noch nicht. Für den Kalksteuer. Okay, dann fahren wir jetzt hier, wenn der mir nicht gehört, dann kann ich ja gleich einen Job den abholen. Wo sind wir jetzt? Also den Job fahren, dann sind das nur 2 Geräte, die gemietete Fahrzeuge. Wenn wir den vielleicht kaufen, vielleicht zugeben, ja. Ja. Dann können wir vielleicht den auch zugeben, oder? Okay, jetzt haben wir beide Fahrzeuge zugegeben, jetzt habe ich keine gemieteten mehr. Jetzt brauche ich erstmal den Osus hier wieder. Wo sind wir jetzt? Hier sind wir. Bei der Ballentechnik war das, glaube ich. Das ist der Fliege. Das ist der Osus. Der kostet 40.000. Okay. Dann kaufen wir den. Details kaufen. Ja. Jetzt habe ich nur 8.000. Und jetzt fehlt noch, ja, was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt noch der. Okay, ich weiß, zurück. Jetzt fehlt noch der einige, jetzt fahre ich jetzt mal zum Shop zurück, den Store, den eigenen Hoses. Okay, dann gehört der Hoses auch. Dann haben wir schon mal keine Leasinggebühren mehr. Jetzt habe ich dann nur Kalksteuer. Und das war gerade der Kalksteuer. Und das sind 1.000 Euro. Also erstmal die Geräte in das Eigentum führen und dann sind wir selber dafür verantwortlich. Und dann kann diesen Kosten mehr. Und weil das war auch so eine Ansicht beim Kartoffelbauer, dass er sich nachher da eigentlich die Gebühren durchbezahlt hat. Und dass er deswegen davon runtergekommen ist. Also, wie sind wir also? Dann hören wir den jetzt mal an. Ich hab so nicht, ich weiß so viel, zu schnell. So, jetzt haben wir ihn also, jetzt gehört er uns. Und jetzt, das einzige Geld, was nicht uns gehört, ist also der Kalksteuer. Da müssen wir mal schauen. Ja, mit dem billigen Kalksteuer hatte ich ja bisher da große Probleme. Mit dem ersten, weil ich nicht wusste, wie ich ihn füllen soll. Und das können wir dann jetzt vielleicht mal ausprobieren. Dass wir mal zum Shop fahren und da glaube ich dann ein kleinen Tank oder wie war das?
dass ich den hole und dann fahre ich gleich zum Hafen runter und dann kaufe ich da Kalk. Dann sehe ich gleich mal, wie viel Kalk da eingeht. Und ja, und dazu hätte ich keine andere Farbe, wenn es geht. Damit ich ihn besser auseinanderhalten kann, Kalk bei Kalk oder so. Ja, also heute der große Einkaufstag, 300.000, dann haben wir 330.000 heute ausgegeben, aber einen guten Verdienst so gehabt, mit 30.000, also mein Hühnerhof entwickelt sich. Und ja, einmal aufstehen bitte, haben wir. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's hier hoch. Ja, hier haben wir einen Charakter, den dort dann vielleicht mal gleich dorthin bringen, wo ich den drin stehen habe. Wo steht der zum stehen? Da. In die verkehrte Richtung, immer dasselbe Spiel. Wo ich den dort anhängen. Und dort hänge ich den jetzt an. Und dann, so, das ist der Düngersteuer jetzt hier. Nee, wie habe ich denn da drin? 5.000%, das heißt noch. Jetzt fahren wir den erstmal hier runter. Kommen wir hier rein. Hier wäre mein neuer Standplatz für den Dünger. Hier kommt das der Dünger immerhin. Okay. Also haben wir jetzt ein bisschen Ordnung geschaffen jetzt hier. Ein Stückchen weiter. Ich will den hier abhängen. So, jetzt brauche ich noch einen Job. Brauche ich noch ein bisschen Geld. Brauchen wir ein bisschen Geld. Wie viel? Weiß ich nicht. Okay, sind wir bei 400.000 Schulden. Also, auf dem Job möchte ich die Düngertechnik. Da haben wir das Geld. Der kostet 20.000, gehen 3.200 rein. Und da gehen 14.000 rein. 14.000 Liter. Da gehen sogar 18.000 rein. Da gehen 14.000 Liter rein. Dann kaufen wir den auch nochmal. Konfigurieren. Konfigurieren mal, ja. 14.000 Liter geht also rein. Das ist also mein Kalksteuer. Der soll erstmal nur noch klein aufbauen, groß aufbauen, normal klein aufbauen. Der hat den Steuerteil von 6 Meter. Das wäre normal. Okay. Und hier können wir irgendwie die Farbe ändern. Reifenvariante möchte ich vielleicht den nehmen, den schmalen, den sie besser halten. Reifen schmal. Okay. Kaufen wir den, ja. Okay, jetzt fahren wir mal wieder zum Händler. Wo sind wir? Jetzt fahren wir zum Händler. Und die Map hier. Den habe ich immer, dann muss ich abhängen. Abhängen bitte, so. Das ist anhängig hier. So anhängig. Völlig ungewohnt. Also, jetzt holen wir das zweite Gerät hier ab. Und von mir zum Shop heute
Jetzt holen wir also den Kalkdünger. Mit dem Kalkdünger, da gehen also 14.000 Liter ein. Wir können nicht alle Felder kalken. Du brauchst aber Geld für Kalk. Ja, jetzt möchte ich mit dem Kalkschirm mal zum Kalkwerk fahren und dann am Kalkwerk versuchen zu kalken, versuchen erstmal Kalk zu laden und ich war jetzt schon mal neu irgendwo, ne? Da war die Menge begrenzt. Da habe ich ungefähr 900 € bezahlt für, ich weiß nicht genau. Jetzt fahren wir erstmal hier zum Shop und holen erstmal unseren Anhänger. Und den Anhänger habe ich normalerweise nur, da steht der mit den Spalen, der ist also für Kalk, damit ich ein bisschen auseinanderhalte. Und nur deshalb, hier haben wir Anhänger. Ja, und jetzt müssen wir zum Hafen fahren. Wie komme ich jetzt zum Hafen? Hier runter, glaube ich, ne? Hier runter und komme ich zum Hafen. Hier runter komme ich, glaube ich, zum Hafen. Das war das Hafen, der Hafen hat auch mal so eine Kalkstation. Und da möchte ich mal versuchen, da Kalk zu kaufen. Und kann ich hier rum. Jetzt man kriegt schon zu, ja, das offen. Ich sollte nicht hier umschauen, sondern die Straße achten. Ja, also, ich fahre da jetzt am besten an, ich weiß nicht genau, ist das egal, oder wo war das jetzt hier? Hier war irgendwo so ein Kalkweg, direkt hier am Anfang, genau, da haben wir so einen Kalkweg da vorne. Da kann ich da jetzt einfahren. Und jetzt da so dann anfahren. Ich muss ja mal durch das Tor fahren. Und dann kann ich vielleicht hier anfahren. Dann würden wir daneben nochmal ein Stückchen so. Und jetzt, wenn ich jetzt R drücke, ja, Kalk genau. Weil dann gibt es ja nicht viel Kalk, okay, Start. Okay, da du Kalk. 1500, 5000 Liter. Ich mach den komplett voll. Dann 1600 € für 14.000 Liter Kalk. Und sonst hätte ich für 2.450 bezahlt. Da hätte ich halt 7 mal 9.000 Liter. Für 2.450, das wären also für 4.000 Liter 900 und für ja, jetzt ist ein bisschen teuer. 9.000 Liter Kalk. Weiß ich nicht so genau. Hätte ich mir 1600 abgerechnet dafür. Haben die unterschiedliche Preise. Der hat den jetzt also komplett voll gemacht. Und letztes Mal hatte ich da noch was drin, das hat er nicht voll gemacht. Weil ich nicht wusste, wie viel ich drin hatte, habe
weiß nicht, jedenfalls letztes Mal habe ich da 181 bezahlt und ja, also 9000 Liter Kalk habe ich jetzt. Dann fahren wir los. Fahren wir jetzt hier mal um. 9000 Liter. Können wir hier nicht überall reinfahren? Jetzt hier rein. Ja. Wie soll es reingehen? Da geht's rein. Und dann fahren wir hier wieder aus. Also jetzt habe ich 1600 für Kalk bezahlt. Das wäre aber viermal. Das ist ein bisschen weniger als bei mir, ne? Wenn ich 2000 bei Kalk kaufe, wenn ich 2000 Kalk kaufe, 2000 Liter, dann kostet 450, 900, 9 für 4000. Für 8000 habe ich dann 1800 und dann mal 250. Ja, also das ist ein bisschen weniger, aber nicht viel. Nicht viel, aber wir kriegen den jetzt da so voll gemacht. Ich wollte demnächst ausprobieren, ob der andere jetzt billiger ist, ob die Kalkwerke hier irgendwie besser unterscheiden. Die fahren sie aber immer so viele Autos von rechts. Wieso hat der so schwer zu kämpfen hier? Mit den 9000 Litern? Ein Motor. Also wieder 40.000 weg. Und jetzt geht es ein bisschen flotter, genau. Jetzt weiß er, es geht in die Heimat. Fängt das an zu riechen? Jetzt fängt es an zu riechen auch noch. Ja, okay. Regenzeit. Und kann ich hier einen Hypothek drauf machen auf den Kalk oder so? Und muss ich mal vielleicht den so machen, was erzählt der mir immer? Ich wollte eigentlich nur das Verlicht drauf machen, aber das scheint nicht zu klappen. Geht dann eben nicht. Dann eben nicht. Und der fällt jetzt im Regen. Ja, also ein guter Tag heute. Ein Damm eingefallen. Und der Budget hat ausgegeben, 350.000. Das war also ein richtig fetter Tag heute. Dafür gehören jetzt alle Maschinen mehr. Und ich habe keine Leasingkosten mehr, nur noch Kreditkosten. Das sind auch 2000 Euro. Okay. Glaube ich gerade, die Leasingkosten habe ich jetzt gegen die Kreditkosten getauscht. Aber ich glaube, der Kredit ist günstiger. Okay. Wollen wir den Kalkmoment einstellen, wo der Kalkfelsen ist. Das habe ich drüben eingeführt. Aber hier habe ich ja kein Kalkfelsen. Motor oder doch? Geht es um Kalkfelsen? Hier unter? Geht es um Kalkfelsen auf ich? Oder nicht? Geht es um Kalkfelsen?
Wie geht es zum Kalkfelsen? Genau. Wie geht es zum Kalkfelsen? Diese Kalkfelsen. Hier ist der Kalkfelsen, aber genau, das ist also der Hinterhof da vom Hühnerhof. Das heißt, ich habe keinen Kalkfelsen. Hier muss ich den also hinstellen. Und stelle ich den hier, ich stehe den nicht mehr im Weg. Okay. Also, ich stelle mal den Kalk hin. Und dann, ich wollte den jetzt abschalten, aber hat er wieder nicht gemacht. So, jetzt haben wir also, ja, da liegt mein neuer Dünger, der Traktor 1, Traktor 2. Dann können wir hier, morgen können wir da ernten, heute nicht mehr. Meinen Hühnern geht es gut, die liegen also Eier, ob es regnet oder nicht. Haben 5.000 durch die Ernte geholt und 31.000 durch die Ball, das 36.000 haben wir heute verdient und wir haben 83.000 angenommen. Das heißt, wir können vom Kredit mal das zurückzahlen. Noch also, jetzt haben wir 83.000 abzubezahlen. Und das heißt, ich habe jetzt einen Kredit von 140.000 ungefähr für Not Mann. Okay, soweit so gut für heute. Jetzt haben wir 17 Uhr, machen wir Feierabend. Heute ist ein guter Tag, ein früher Tag. Das war's von mir. Tschüss für heute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.